Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch, ihr könnt das vielleicht ein bisschen sehen, wo ich die meiste Zeit meines Tages verbringe und irgendwelche E-Mails beantworte. Jetzt haben wir allerdings den Fall, dass die Martha, meine Martha ist weg, die ist auf Malle, ne? Die Martha Malle ist unterwegs. Und die Marina, die zweite, die in der Zucht beschäftigt ist, die hat diese Woche auch irgendwelche Weisheitszähne zu bekämpfen. Die fehlen jetzt beide diese Woche. Die sind bei mir die meiste Zeit in der Zucht oder sind dafür verantwortlich, was die Zucht und auch die Eier betrifft. Beide nicht da, das heißt, ich muss selber ran und muss gucken, was an Gelegen da ist. Es ist jetzt Montag, Sonntag hat niemand nachgeguckt nach den Gelegen. Oft gehe ich auch mal sonntags, aber gestern war ich selber unterwegs. Also heute Montag, seit Samstag, das sind immerhin 2 Tage, jetzt ist auch schon Mittag. Da wird einiges an Gelege da sein. Im Moment ist absolute Großkampfzeit, was das betrifft. Also gehe ich mit euch zusammen mal gucken, was es an neuen Königspython-Gelegen gibt bei uns in der Zucht. Kommt mal mit mir, einmal quer durch. Ja, jetzt ist schon Nachmittag, Montag ist immer unser Hauptversandtag. Da fangen die morgens um 6 schon an, Pakete packen. Deswegen um die Uhrzeit schon alle im Feierabend, außer mir. Die Anita ist hier fleißig. Anita, ich misst mal durch. Ja, geht so. Ja. So, hier sind wir in unserem Zuchtbereich. Jetzt seht ihr, welches kleinere bis mittlere Problem ich hier habe. Es ist jetzt Anfang Mitte Mai. Wir sind ziemlich durch mit der Zucht und ein rot-lila Zettel oder Magenta Zettel heißt ovuliert und demnächst Eiablage. Ja, also alles, was ihr hier seht, das ist die Männerseite. Da brauche ich nicht gucken, aber hier geht es weiter. Hier überall, wo die Zettel sind potenziell Eier zu erwarten. Und also früher hat man das mal ein wenig so durchnummeriert, probiert, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich weiß auch nicht, wieso das meine Kolleginnen dies Jahr nicht gemacht haben. Das heißt, ich habe jetzt hier die tolle Aufgabe, hier sämtliche, was weiß ich, wie viel 100, 200 Zettel das hier sein werden, muss ich jetzt alles durchgucken, Stück für Stück, Schublade für Schublade, beziehungsweise Terrarium für Terrarium und muss schauen, ob und wo ich Eier finde. Ne? Das fange ich jetzt im ersten Raum an. Nehme ich euch mal noch kurz, lasse ich euch dran teilhaben. Hier ein hübsches Piebald-Mädel, aber noch ohne Eier. Hier geht es weiter. Ein Spider, auch eierlos. Gutes Beispiel für die Körperform, ne? Also die Weibchen vor der Eiablage, also die ist jetzt ganz extrem, die kriegen so diesen dreieckigen Körper, ne? Diese dreieckige Körperform. Das ist einfach, weil die Eier nach unten rutschen, die Energie, die Fettreserven sind ausgebraucht oder verbraucht, ne? Gerade auch für die Eier, für die Eiablage, für die Zeit, wo sie nichts fressen. Und dann kriegen diese Weibchen, einerseits sind sie dick, aber haben so diese dreieckige Form, ne? Das sieht man hier wirklich ganz schön an dem Ultramehlweibchen hier.
jetzt. Da wären wir fündig. Allerdings nicht viel. Ein Ei. Okay. Jetzt mal kurz gucken, was auf die. Also nur bis jetzt nur ein Ei drin. Sieht auch nicht. Hat auch nicht irgendwie eine Legenot oder so. Also wenn ihr mal schaut, da ist vor der Kloake nichts, aber das Tier ist nach wie vor dick. Gibt es tatsächlich manchmal, dass sie 1-2 Tage vorher ein Ei legen. Witzigerweise auch echt immer separat, also tun sich nicht drum rumlegen, sondern es liegt dann so ein wenig seitlich wie das hier. Ich weiß nicht, ob es das in der Natur, also es sieht aus, wie wenn sie es dann auch nicht bebrüten oder sowas. Liegt separat und dann 3-4 Tage später legen sie richtig und die Eier werden dann auch bebrütet. Und das eine hier ist, ich weiß es nicht, ist zu viel oder welchen Hintergrund hat es. Wir legen es als mit dazu. Am Anfang dachten wir, vielleicht sind die Eier unbefruchtet oder nichts. Aber auch das ist Fehlanzeige. Also aus den Eiern hat sich als in der Regel, sage ich zumindest, auch immer ein Tier entwickelt. Ne? Also nehme ich das eine Ei raus und dann in ein paar Tagen müssen wir mal schauen. Also morgen, übermorgen werden sicherlich noch mehr Eier drin liegen. Mache ich jetzt aber noch mal kurz zu, weil ich euch eigentlich den Vorgang richtig zeigen will, wie es aussieht, wenn ein ganzes Gelege drin ist. Hier ist jetzt ganz frisch eine Haut drin. Das notieren wir dann hier vorne, weil das eine Haut heißt, es geht noch 35 Tage. Ich stehe jetzt hier mit meiner Ausbeute. 1, 2, 3, 4, 5 Gelege sind es heute. Ich habe sogar mit mehr gerechnet, muss ich sagen, weil wie gesagt, gestern einen Tag gar niemand Eier gesammelt hat. Aber es kommt da immer drauf an, jetzt hat man ein relativ kühles Wochenende, das merkt man trotzdem in der Zucht. Natürlich der Raum, alles ist beheizt, ist ja klar. Aber draußen ein kühles Wochenende, haben wir weniger Eier, ist ein richtig oder ein kühler Tag, ist richtig heiß draußen, legen die Tiere mehr, ne? Weil die Temperatur natürlich hier steigt dann auch in dem Raum ein bisschen. Da reicht wirklich 1 Grad, dann haben wir mehr Gelege. Eine Sache will ich euch noch zeigen. Gerade beim Schauen gesehen, mein Riesenweibchen. Ich bring's gerade, Alex, warte einen Moment. Die möchte ich euch spaßeshalber zeigen, falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wie groß ein Königspython werden kann. Ne, guckt euch mal dieses, die ist so groß wie eine Boa Constrictor, ne? Also die hat, 2 Meter hat sie keine, aber wenn ich sie jetzt so vor mich hinhalte, ich schätze mal, die ist so lang wie ich, sprich so 1,80 Meter wird die bestimmt haben, ist auch ein Weibchen, ein trächtiges, ne, hat entsprechend wirkt sie natürlich noch größer und dicker, aber guckt euch diesen gigantischen Königspython an, das sind mal sicherlich also mindestens 5 Kilo lebender Königspython, ein gigantisches Weibchen. Das wollte ich euch bei dieser Gelegenheit mal noch zeigen. Also dann bin ich hier mit meinen Gelegen. Ich denke, wir nehmen die Stück für Stück runter, beziehungsweise ich nehme mal 2 Stück mit. Ich möchte ganz gern das hier dabei haben, weil da kann ich euch ganz gut zeigen, wie wir die Eier auseinander machen.
Das tun wir mal oben drauf. Und das hier nehme ich noch mit. Und jetzt gehen wir an die Brutapparate. Jetzt sind wir hier in unserem, hier sind unsere Inkubatoren. Das kennt ihr schon mal aus einer Folge. Da habe ich mal mit der Marina die Babys geerntet. Jetzt fangen wir hier mit dem Ultramehlgelege an. Der erste Schritt in unserem Fall ist, dass wir alle Eier mindestens an 2 Stellen beschriften. 52,1, 52,1, 52,1, 52,1, 52,1. Also jedes Ei muss beschriftet sein, damit wir natürlich wissen, was genau schlüpft, ne? Es gibt Züchter, die haben ja, also die nehmen so einzelne, oder die haben einen Inkubationsraum, ne, wo der ganze Raum temperiert ist, 32 Grad oder je nachdem, was die haben. Das mache ich nicht. Ich hab mein altes Prinzip mit den einzelnen Brütern. Das hat sicher nicht nur Vorteile, aber es hat auch Vorteile. Zum Beispiel, wenn hier irgendwas schief läuft. Also ich kenne Leute, da hat der Thermostat in dem Inkubationsraum gesponnen und die haben ihren kompletten Zucht gekocht zum Beispiel. Ne? Also kochen ist noch schlimmer wie kühlen. Ne? Wenn die Heizung ausfällt, das macht den Eiern weniger. Aber wenn die Heizung überhitzt, dann sind die Eier in kürzester Zeit tot. Und deswegen denke ich mir, mit den einzelnen Brutapparate bin ich da etwas sicherer. Und macht es weiterhin so. Und never change a winning horse oder sowas heißt ja. Also Dinge, die man macht und die funktionieren, die ändert man in der Regel nicht. Ne? Deswegen, so ist es auch bei uns. Also ich bin hier jetzt bald durch. 52,1, 52,1, 52,1. Da haben wir schon. Hier müssen wir noch einmal 52,1. So, jetzt kommt eigentlich, oder die Idee, wie ich eigentlich heute drauf kam, euch das auch zu zeigen. Ich hatte einen Kunde, oder per E-Mail hatte ich die Anfrage von einem von euch, mit den Eiern trennen, ne, wenn die hier so zusammenkleben, wie ich das mache, ob ich das nochmal zeigen könnte. Hatte ich heute früh eine E-Mail und da dachte ich mir, ach, die Gelegenheit ist ganz gut, dann mache ich heute so eine Eierfolge und zeige euch das, wie ich die auseinander mache. Ne? Also es gibt Gelege, manche, ja, hier sind sie auch, kleben auch beieinander. Es gibt manche Gelege, zum Beispiel das hier, das ist wohl ganz frisch gelegt. Dann sind die alle noch schön nebeneinander. Ne? Das ist natürlich optimal. Dann lege ich die so in den Brutapparat rein. Aber oft ist es so, dass sie zusammenkleben, so wie hier. Und dann muss man die einfach vorsichtig voneinander trennen. Ich verstehe die Nervosität, die man hat, erst recht, wenn es eins der ersten Gelege ist. Oder wenn es so traurig das klingen mag, aber wenn es ein ganz teures Gelege ist, ist man natürlich auch noch etwas, oder ganz seltenes Gelege, sagen wir so, ist man natürlich auch noch etwas nervöser. Meine Erfahrung ist, das funktioniert wirklich immer sehr gut. Also ich muss zugeben, ich hatte auch schon Eier verletzt mal, dass wirklich mal eins eingerissen ist mir auch schon passiert. Dann habe ich ein Stück Zeitungspapier drauf geklebt, habe das sozusagen mit ein bisschen Zeitung gefixt, das Loch, oder geflickt, das Loch. Hat einwandfrei funktioniert. Aus dem Ei kam trotzdem ein tadelloses Baby heraus. Also da ist einfach ein bisschen von dem Eiklar verloren gegangen, was dem Ei und dem Tier keinen Abbruch getan hat. Also das Ei hat sich ganz normal entwickelt. Deswegen, wenn euch das passiert, wie gesagt, einfach ein bisschen, wie gesagt, ich habe ein bisschen Zeitungspapier genommen. Ne? Zeitungspapier wirkt ja auch ein wenig antiseptisch, und habe das dann draufgeklebt. Also einfach drauf getan, und durch das Ei klar klebt es dann fast von allein. Der Grund, wieso wir das machen, wieso wir die Eier trennen,
ist ja letztendlich, dass wenn die so gestapelt sind im Brutapparat, dann hätten die oberen Eier, würden ja mehr Wärme abkriegen wie die weiter unten. Ne? Und vielleicht hätte man dann auch vom Platz ein Problem im Brutapparat. Also wir wollen ja alle Eier möglichst flach nebeneinander liegen haben. Ne? Das ist eigentlich der Hauptgrund. Wenn das jetzt ist, so wie hier gleich, dass die Eier alle flach nebeneinander sind, dann muss ich sagen, dann mache ich mir auch nicht die Mühe, sondern eben mache jetzt hier die oberen Eier noch weg. Das hier ist auch oben. So, und jetzt liegen die alle schön flach nebeneinander. Was hat man? 52,1. Liegen die alle schön flach nebeneinander. Und dann mache ich die so in den Brutapparat rein und gut ist. Noch eine kleine Anmerkung. Früher hat man das mit diesen Kreuzchen, ne, beim Ei, wo oben ist, ein Kreuzchen drauf. Das hat sich ja mittlerweile überholt, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Also wenn ihr die Eier dreht, ist egal, das Ei kann so oder so im Brutapparat liegen oder ganz. Also ich drehe es jetzt nicht, weil ich einfach meine Beschriftung lesen will. Aber generell ist es egal, wenn die Eier ein bisschen gedreht werden, tut dem Ei keinen Abbruch. So, dann brauchen wir einen freien Inkubator. Meine Kolleginnen haben es mir idiotensicher beschriftet. Hier geht's weiter, steht drauf. Das ist so, der Chef ist eh wenig dämlich, dann schreiben wir es ihm idiotensicher hin. Aber jetzt sehe ich gerade, der hier ist fast voll. Also da passen meine 12 Eier nicht mehr rein. Dann nehme ich den auch nicht, sondern rutsche eins weiter. Haben wir hier einen ganz frischen Inkubator. Dann nehme ich den. Dann nehme ich den, lege die Eier schön ein bisschen ins Substrat rein. Nicht zu weit rein, also auf keinen Fall die Eier einbuddeln, aber so das untere, vielleicht so zum unteren Viertel ins Substrat legen. Ich lege die relativ eng aneinander, weil ja, die Brutapparate werden alle voll, beziehungsweise die reichen meistens gar nicht. Deswegen, früher haben wir die ein wenig großzügiger noch gelegt, aber jetzt legen wir sie alle recht eng aneinander. So, das vielleicht, oder ziehen wir die ein wenig so darüber, so dass sie alle schön beieinander sind. So, also, jetzt haben wir unser Gelege dort. Deckel wieder drauf, dann hier ein bisschen ein Kabelsalat. Deckel drauf, Deckel zu und dann natürlich ganz wichtig die Beschriftung nochmal. Also wir haben, wie gesagt, jedes Ei ist schon beschriftet mit dem 52,1, aber ich muss natürlich auch den Brutapparat nochmal beschriften. Also da kommt hinten das Datum drauf, 13.05. Dann kommt das Gelege drauf, 52,1 Ultra mal Champ-Head Ultra. Und dann die Anzahl von den Eiern, 12 Mal. Ne, Wachseier hat man gar keine bei dem Gelege. So, dann ist das gut beschriftet. Das Gelege ist im Inkubator und in 55 Tagen bzw. in 50 Tagen fangen wir langsam an mit Gucken. Und dann werden da theoretisch schöne Ultramehl Champagne schlüpfen. Ne? Und das gleiche mache ich jetzt mit meinen anderen Eiern. Kommen auch noch alle, werden hier verteilt. Aber das, ihr habt jetzt gesehen, wie es geht. Und ich hoffe, auch der mir heute die Mail geschrieben hat mit den Eiern trennen, ich hoffe, du konntest es gut sehen, wie ich das mache. Und so viel zu der Zuchtsaison 2019. Hier noch ein kleiner Nachtrag. Ein Tag später das eine Gelege, wo wir das eine Ei gesehen haben. Das ist das hier, was rechts liegt, ne? Und hier
noch 6 Eier heute Nacht gelegt. Also sind wir letztendlich bei 7 Eier. Man sieht das von gestern gleich ein wenig schrumpeliger, die anderen ganz frisch. Aber wie gesagt, wir legen das alles so komplett im Brutapparat. Und so die Erfahrung hat gezeigt, dass das Ei sich ganz normal entwickelt. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen. Oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.